Wisst ihr, was bei diesen Alltagsbeispielen gemeint ist? Pick dir die Rosinen raus. Agmade Wiesen. Wir geben dir einen Korb. Antizwiderwurzen. Wenn ihr jetzt noch Zweifel hattet, bleibt unbedingt dran, denn wir erklären euch jetzt genau, was hinter diesen typischen Redewendungen und Begriffen steckt. Los geht's! Grüß euch! Wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Nummer 1. Sich die Rosinen rauspicken. Auf dem ersten Foto von heute sehen wir, pick dir die Rosinen raus. Dahinter steckt die Redewendung, sich die Rosinen herauspicken. Aber was genau meinen wir damit? Zumindest alle von euch, die Rosinen gerne mögen, werden mich jetzt verstehen, wenn ich sage, dass die leckersten und besten Kuchenstücke jene sind, die die meisten Rosinen darin haben, oder? Oft wählen wir also jenes Kuchenstück, das viele Rosinen enthält, das also das Beste vom Kuchen enthält. Und genau das meinen wir auch mit der Redewendung, nämlich, dass wir nur die besten Teile von etwas oder die beste Option in einer Situation für uns auswählen, uns das Beste herausnehmen. Dabei versuchen wir so gut wie möglich lästige Konsequenzen, Verpflichtungen oder Tätigkeiten zu vermeiden bzw. anderen zu überlassen. Rauspicken meint also, auch oft vorwurfsvoll, dass wir nur das auswählen, was für uns am angenehmsten, am besten, am tollsten ist. Hier noch ein paar Beispiele, damit ihr es besser verstehen könnt. Großbritannien darf sich keine Rosinen herauspicken. Immer wenn es um eine anstrengende Arbeit geht, hat meine Kollegin auf einmal so viel zum Tor. Sie pickt sie von allen Arbeiten immer die Rosinen aus. Wir können uns nicht überall nur die Rosinen rauspicken. Die Energiewende ist nur mit der notwendigen Infrastruktur zu bewältigen. Du kannst da nicht immer die Rosinen auspicken. Lernen, wiederholen und üben gehört halt einfach dazu, wenn du Fortschritte machen willst. Führungskräfte haben vielleicht auch Angst davor, dass Mitarbeitende sich durch Jobcrafting die Rosinen unter den Aufgaben rauspicken könnten und unbeliebte Tätigkeiten am Ende von niemandem mehr übernommen werden. Pickt ihr euch auch manchmal die Rosinen heraus oder kennt ihr jemanden, der das oft macht? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare unten und verwendet dabei gleich die Redewendung. So, und wir schauen jetzt weiter zum zweiten Beispiel von heute. Alltagsbeispiel Nummer 2. Agmade Wiesen. Das nächste Beispiel ist im Dialekt. Agmade Wiesen. Im Bild hier ist bereits das abgebildet, was wir in der Redewendung lesen können, nämlich die Wiese. Im Dialekt sagen wir Wiesen. Das kennt ihr sicher vom Oktoberfest, denn umgangssprachlich wird dieses auch als Wiesen bezeichnet, wie ihr hier am Beispiel in Wien sehen könnt. Und hinter gmad steckt das Verb mähen, in der Vergangenheit, also gemäht. Eine gemähte Wiese oder ein gemähter Rasen ist genau das, was wir am Foto sehen. Eine schön gepflegte, kurz geschnittene Wiese oder eben ein schön gepflegter Rasen. Aber was meint dieses Sprichwort jetzt? Die Antwort finden wir darunter. Agmade Wiesen ist eine Tätigkeit oder Situation, die sehr leicht zu bewältigen ist. Oder zumindest gehen wir davon aus, dass etwas ganz leicht und mühelos machbar sein wird. Wir schätzen also eine Situation oder Herausforderung als sehr einfach und problemlos zu erreichen ein. Wir müssen nicht viel tun, um das zu bekommen, was wir möchten. Es ist eine leicht zu bewältigende Aufgabe. Zum Beispiel, wenn ihr euch sehr gut für eine Prüfung vorbereitet habt und genau wisst, dass ihr alles gut könnt, dann ist die Prüfung für euch sicher Agmade Wiesen. Andere Beispiele sind: Entschuldigung Nati, ich möchte jetzt schnell was sagen. Grüß euch! Wollt ihr Ihren Dialekt nur besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findet ihr zu jedem neuen Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und ihr unterstützt dabei nur unsere Arbeit. Das würde uns voll freuen. Ma, ich scheiß mich echt schon voll auf am Test morgen. Okay, du hast so viel gelernt. Der Test ist Agmade Wiesen. Glaubst du, kriege ich den Job? Sicher, das ist Agmade Wiesen. Du bringst alles mit, was man für den Job braucht. Und, bist bereit fürs nächste Gespräch nächste Woche? Sicher, das ist Agmade Wiesen. Nati hat euch übrigens das schon einmal in einem anderen Video im Dialekt erklärt. Schaut euch das unbedingt an. Schauen wir von der Wiesen zum Korb. Alltagsbeispiel Nummer 3. Einen Korb geben. Das nächste Beispiel kommt von Hofer. Das ist eine der größten Supermarktketten in Österreich. Euch kommt das Logo sicher bekannt vor, oder?
Am Bild sehen wir die Aufschrift „Wir geben dir keinen Korb". Hier versteckt sich die Redewendung jemandem einen Korb geben. Es klingt zwar gar nicht so schlimm, wenn uns jemand einen Korb gibt, Tatsache ist aber, dass das keine positive Erfahrung ist. Denn wenn uns jemand einen Korb gibt, dann lehnt uns diese Person ab. Das kann eine Ablehnung eines Treffens sein oder aber auch unserer Zuneigung oder Liebe. Wenn ihr zum Beispiel ein erstes Date mit jemandem habt und die Person kommt einfach nicht oder sagt im letzten Moment ab, dann hat euch diese Person einen Korb gegeben. Einen Korb geben muss aber nicht immer etwas mit Beziehungen oder Liebe zu tun haben. Es kann auch generell verwendet werden, um auszudrücken, dass man etwas oder jemanden ablehnt oder ein Angebot ausschlägt. In unserem Beispiel von heute spielt Hofer mit der Redewendung. Einerseits möchte die Supermarktkette sagen, dass sie ihren Konsumenten und Konsumentinnen keinen Korb gibt und sie eben nicht zurückweist. Deshalb steht hier die Verneinung keinen. Andererseits nimmt Hofer das Wort Korb wortwörtlich und sagt, dass sie ihren Kunden und Kundinnen beim Einkaufen einen Korb oder eben einen Einkaufswagen geben. Hier noch 3 andere Beispiele. Hast du schon gehört? Der Andrew hat der Sapsi einen Korb gegeben. Ja, sie haben sie ja erst einen Monat kennt. Wahrscheinlich hat er einfach gemerkt, dass es nicht passt. Hast du schon mal einen Korb gekriegt? Ja, leider. Einen Korb geben oder kriegen ist nie leicht. Der Ursprung der Redewendung geht übrigens bis ins Mittelalter zurück. Damals gab es nämlich einen Brauch zwischen Burgfräulein und ihren Anwerbern. Mit einem Korb konnte die Frau interessierte Männer herauf zum Fenster ziehen. War die Frau aber nicht an dem Mann interessiert, so verwendete sie ganz einfach einen Korb, dessen Boden kaputt war oder sich lockern ließ. Der Korb konnte somit den Mann also nicht tragen. Und so zeigte die Frau ihr Desinteresse. Spannend! Und was haben wir jetzt noch? Alltagsbeispiel Nummer 4. Zwiderwurzen. Das letzte Beispiel ist genau genommen keine Redewendung, sondern ein typischer Begriff in Österreich. Hier sehen wir den Begriff Zwiderwurzen bzw. Anti-Zwiderwurzen. Zwiderwurzen bezeichnet eine Person, die sehr oft schlecht gelaunt ist, mürrisch oder wie wir in Österreich sagen, grantig ist. Eine Zwiderwurzen könnte auch eine Person bezeichnen, die oft jammert, sich nur beschwert oder negativ denkt. Und weil normalerweise solche Personen keine gute Gesellschaft abgeben, wirbt diese Postkarte dafür, eine Anti-Zwiderwurzen zu sein. Denn obwohl wir sicher alle mal eine Zwiderwurzen sind, kommen wir gut gelaunt sicher besser durchs Leben. Und hier noch ein paar Beispiele mit Zwiderwurzen. Hey, was ist denn los mit dir? Du hast mich heute schon 3-mal abgefaucht. Du bist halt voll die Zwiderwurzen. Sei nicht immer so eine Zwiderwurzen. Das Jammern hilft überhaupt nichts. Ich halte Zwiderwurzen gar nicht aus. Das sind voll die Abizarrer. Wie immer interessiert uns auch eure Meinung. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, welche Redewendung bzw. welcher Begriff für euch heute am spannendsten war. Verwendet die heutigen Beispiele auch gerne zur Übung schon in einem Satz. Nach dem Video ist das eine Gmade Wiesen für euch. Und wenn euch das Video taugt hat, dann gefällt euch auch sicher das Video. Wir sagen wie immer Danke, dass ihr dabei wart und freuen uns, wenn ihr auch nächsten Samstag mit dabei seid. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß. Heute haben wir wieder 4 Redewendungen aus dem Alltag mitgebracht. Los geht's! Sich scheren oder nicht scheren um etwas.